14 Deutsche Sportlegenden starben in Armut, keine Nationalhymne, keine Kranz vom Verband, keine Fernsehkameras, keine reiserischen Schlagzeilen. Nur wir sind Namen, die einst dem deutschen Sportraum brachten, und wir sind still. Warum der Tod vergessen als Heidi's sie gegeben. Hans Keller wurde in Dresden in eine Arbeiterfamilie geboren. Seine Kindheit war geprägt von staubigen Straßen und barfuß seit Morgenstunden, keine Sportschuhe besaß. Da auf diesen Straßen entdeckt Hans, was in sein Leben lang verfolgen sollte, die Geschwindigkeit. Mit 23 Jahren gewann Hans die olympische Goldmedaille über 7 Meter, ganz Deutschland jubelt. Wurde zum Symbol der Nachkriegshoffnung, zum Beweis, dass das Land sich wieder herben und siegen konnte. Da nach dem Ende seiner Karriere kehrt Hans mit abgenustem Knorpel in den Beinen und schmerzenden Knien bei Kalt in den Alltag zurück. Das Preisgeld von Olympia reicht nicht zum Leben. Ohne Abschluss am Beruf arbeitet als Walkman, und wurde dann arbeitslos. 30 Jahre nach seinem Ruhm starb Hans in seinem heruntergekommenen Mietzimmer. Auf dem Tisch lag nur sein Goldmedaille, neben einer unbezahlten Stromrechnung. Friedrich Baumann war einst der Albtraum des europäischen Stürmers. Hektit, Schuss zu blocken, als kenne keinen Schmerz. Man sagt, Friedrich fängt den Ball mit seinem Leben. Doch die Stars ruinieren sein Wirbelsball. Nach seiner Karriere kann Friedrich keine schwere Arbeit mehr verrichten. Der Verband versprach Unterstützung, den verstammte Freund verschwanden nach und nach. Verkauft Zeitungen vor dem Münchner Hauptbahnhof, mit einer abgewesten Walmuts auf dem Kopf. Viele Menschen gingen vorbei, aber niemand erkennt den Torwart, der auf unseren Zeitungsillustration abgebildet gewesen war. An dem Tag, an dem Friedrich starb, besaß nur ein paar abgetragen Torwartenschuhe. Lena Hoffmann war die Weißperle des deutschen Turnens. Sie schwett am Stufenbarren, als kennt sie keine Schwerkraft. Gasfernsehen nennt sie einen Schwan. Ein Hofverletzung mit 10 Jahren bindet Eils. Der Verband fand schnell ein neues Gesicht. Lena blieb immer Schmerzmittel und schlaflose Nächten zurück. Sie arbeitet als Supermarktkassierin und lebt zurückgezogen ohne Mann und Kinder. Als sie an Leberversigen starb, kam keiner ihrer ehemaligen Teamkollegen, die letzte zu erweisen. In einer Schublade fanden sie ein Foto von Lena, auf dem sie lächelt auf dem Podium ihre Medaille entgegen. Karl Moser stammt aus den Berliner Slums, das Boxen rettet ihn von der Straße. Im Ring war Karl ein Nattergold. Doch jeder Sieg hinterließ Spuren in seinem Gehirn. Nach seinem Rücktritt verlor Karl häufig die Kontrolle und litt unter schweren Kopfschmerzen. Ohne Versicherung oder Sozialleistungen ertrank im Alkohol. Karl starb einsam. Die Hand zu Füßen geballt, als wollte dem Schicksal einen letzten Schlag versetzen. Johannes Richter hat die härtesten Strecken Europas bezwungen. Vertraut dem Härteteam und nahm die im verschriebenen Medikamente ohne zu hinterfragen. Als der Doping-Skandal ausbrach, wurde Johannes Richter sein Titel aberkannt. Die Presse nennt ihn einen Betrüger, niemand hört sich seine Verteidigung an. Starb in einem Park, ohne Papier, ohne Familie. Der Name Johannes Richter ist aus den Geschichtsbüchern des Sports verschwunden. Marcus Sten war einst Schwimmrekordhalter. Doch ein Schulterverletzung verhindert weiter Wettkampf. Arbeitslos lebt Marcus in einer ungesten Wohnung. Im Winter wurde tot aufgefunden. War unterkühlt. Thomas Faber war Ruder-Weltmeister. Nach seiner Karriere arbeitet als Hafenarbeiter und wurde schließlich arbeitslos. Unter Rang und Krankheit fuhren zu Thomas Todd in einem öffentlichen Krankenhaus, ohne das Ingemen besucht. Rolf warf einst den Speer am meisten in Europa. Nach dem Ende seiner Karriere wurde Malmen. Rolf starb bei einem Arbeitsunfall, ohne dass ein einziger Zeitungsartikel darüber erschien. Dieter Lang brachte einst des Stadions zum Beben,
Nach seiner Pensionierung verkauft Lottoschein. Am Tag von Dieters Tod was niemand, das einst ein Icon gewesen war. Sie war ein der ersten deutschen Fußballspielerin. Damals Genos Frauen Fußball kein Haus ansehen. Sie lebten Armut, starben Armut und geriet völlig in Vergessenheit. Peter Vogel war ein Skimeister. Ein Unfall macht ihn blind. Lebt bis zu seinem Tod von Spenden. Klaus war ein Marathonfahrer. Nach einer Verletzung wurde obdachlos und schlief unterbrochen. Ingrid war eins der Stolz des deutschen Eiskunstlaufs. Im Alter lebt sie ohne Familie in einem billigen Pflegeheim. Ernst Vogel war ein Senkmäfer. Lebt am längsten von den wir sehen. In seinen letzten Jahren lebt Ernst in einem Pflegeheim, sein Zimmer mit Blick auf ein Müllhold. Ein Praktikant erkennt seinen Namen in alten Dokumenten. Sie waren einmal ein Meister. Ernst lächelte. Das ist länger her. Nur Trauerfeier war nur ein Teilnehmer anwesend. Fazit. Allein genügt nicht für ein ganzes Leben. Wir sind Legenden. Wir sind Schicksale. Wir sind tot in Armut. Sie widmen Jugend dem Land, da als die Siege ausblieben, wurden ihr Namen zu bedeutungslosen Namen. Ihr Geschichten sind ein bitter Warnung. Der Sport feiert den Sieg, vergisst aber auf die Menschen dahinter. Die Stadienbeleuchtung wird irgendwann erloschen. Die Medaillen werden verstoben. Nur die Frage, die niemand beantworten will bleibt. Wo wird die Legenden beschützen, wenn sie keine Legenden mehr sind?